Yes. All right. 1, 2, clap. Well, welcome everybody to Out of the Box and into a Bigger Life. Hallo und willkommen euch allen zu Raus aus der Kiste und rein in ein größeres Leben. Today, I'm going to be your facilitator. I'm Laleh Hancock. Heute werde ich euer Facilitator sein. Ich bin Laleh Hancock. And I have some beautiful translators that are going to be my co-partners today. Und ich habe ein paar wunderschöne Übersetzer, die heute meine Co-Partner sein werden. So for German, we have Patricia. Also für Deutsch haben wir Patricia. And then for Turkish, we have my friend Tukba. Und für Türkisch haben wir meine Freundin Tukba. And I want to also thank all the amazing beings that helped make today real. Und ich möchte euch allen danken, die dazu beigetragen haben, dass das heute stattfinden kann. So thank you for being here and choosing to explore to live outside the box. Also danke, dass ihr alle da seid und dass ihr wählt, das zu erforschen, was es bedeutet, außerhalb der Kiste zu leben, außerhalb der Box zu sein. And in case you guys don't know me yet, Und falls ihr mich noch nicht kennt, I just want to say just a couple of things about what we're going to talk about today. dann möchte ich einfach nur ein paar Sachen jetzt sagen, über die wir heute sprechen werden. So today I'm going to be sharing some Access Consciousness tools. Ich werde mit euch ein paar Access Consciousness Tools teilen. I'm a certified facilitator with Access Consciousness. Ich bin ein zertifizierter Facilitator von Access Consciousness. And I also facilitate a lot of the specialty classes. Und ich facilitiere auch ganz viele von den Spezialklassen. So today we're actually going to talk about Right Voice for You. Heute werden wir über Right Voice for You sprechen. We're going to talk about your body, so right body for you. Wir werden auch über deinen Körper sprechen, also Right Body for You. And depending on if you guys have any questions around money, I can also talk about right riches for you. Und hängt davon ab, ob ihr vielleicht auch ein paar Fragen über Geld habt, dann kann ich auch natürlich über Right Riches for You sprechen. And I'm also a Being You, conscious parent, and a right body intro facilitator. Und ich bin auch ein Being You, ein Conscious Parent und ein Right Body Einführungsfacilitator. Yeah, so one of the things that I wanted to chat about is no matter what you are being or doing in your life right now, there's areas that we can expand them. Und was ich mit euch sprechen wollte, ist, dass egal, was ihr in eurem Leben gerade macht oder tut, ihr könnt das immer Bereiche eures Lebens noch mehr ausdehnen und erweitern. So when we talk about out of the box, wenn wir also aus der Box heraus sprechen, it really is about any area of your life where you may be limiting you. Dann geht es wirklich um jeden Bereich eures Lebens, wo ihr euch vielleicht selbst begrenzt. It could be anywhere where you said, you know, I'm a woman or I'm a man and these are the things that I can and can't do. Das können all die Bereiche sein, wo ihr zum Beispiel sagt, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann und das sind die Dinge, die ich machen kann, das sind die Dinge, die ich nicht machen kann. It really could be that you have been creating, but you have greater possibilities of what you can keep creating. Und es kann wirklich sein, dass ihr schon kreiert habt und es gibt aber viel größere Möglichkeiten noch, wo ihr darüber hinaus kreieren könnt. It could be an area in your life that you are looking to create some greater change. Es könnten Bereiche eures Lebens sein, wo ihr vielleicht größere Veränderungen kreieren möchtet. And so the topic today can cover anything that you guys have questions about. Also das Thema heute kann wirklich in alle Bereiche gehen, wo ihr Fragen diesbezüglich habt. Now, if you have any questions, at the bottom of the Zoom, there's a chat where you can ask your question. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auf der unteren Stelle vom Zoom, da gibt es einen Chatbox und da könnt ihr eure Fragen stellen. And just let us know if you require translation. We'll make sure to give it a little break so the translators can translate your question. Und lasst uns einfach wissen, ob ihr eine Übersetzung benötigt, dann werden wir da eine kleine Pause machen, damit die Übersetzung stattfinden kann. Now, you know, this topic of
out of the box and a bigger life Dieses Thema aus der Box heraus und ein größeres Leben, can be so many different things. das kann so viele verschiedene Dinge bedeuten. It could be your ability to explore things in your life you've never considered before. Es kann sein, deine Fähigkeit, Dinge zu erforschen, die du noch niemals davor dir vorgestellt hast zuvor. For example, are there things that you would like to add to your life that you just haven't been able to create? Zum Beispiel gibt es da Dinge, die ihr gern eurem Leben hinzufügen möchtet, die ihr aber noch nicht fähig wart zu kreieren. So, what is it that's holding you back from being able to create it? Was ist es, was euch zurückhält, davon das zu kreieren? Is it someone else limiting you from actually having it? Ist es jemand anders, der euch begrenzt, sodass ihr das nicht haben könnt? Is it you don't have the abilities or whatever is required for you to bring it to life? Ist es, dass ihr nicht die Fähigkeiten habt oder was auch immer notwendig ist, um das ins Leben zu bringen? I have found 99% of the time that's not the case. Ich habe herausgefunden, dass in 99% der Fälle das nicht der Fall ist. The box and the limitations is actually something that we have created ourselves. Die Box und die Begrenzungen ist etwas, was wir selbst kreiert haben. It's something that actually is nothing that is solid that has to hold us in place. Es ist nichts, was fest ist, beständig ist und uns festhalten muss. Instead, it's actually just something that we may not be recognizing we even put in place. Stattdessen ist es vielmehr meist etwas, was wir nicht mehr erkennen, dass wir uns das selbst in den Weg stellen. Like, for example, I will tell you guys, this morning I was at the eye doctor. Zum Beispiel, ich werde euch das erzählen, heute Morgen war ich beim Augenarzt. I have been really playing with this class and just the energy of this class for a little while now. Ich habe jetzt wirklich schon längere Zeit mit der Energie dieser Klasse gespielt. And I've been exploring what are different things that I would like to add to my life. Und ich habe erforscht und einfach mich umgeschaut, was die verschiedenen Dinge sind, die ich gern noch meinem Leben hinzufügen möchte. And then, I also ask, like, what am I refusing to add to my life? Und dann habe ich auch gefragt, und was weigere ich mich, meinem Leben hinzuzufügen? That if I was willing not to refuse, it would actually create greater on the planet. Dass wenn ich aufhören würde, das zu verweigern, etwas Großartigeres auf dem Planeten kreieren würde. Now, what was really interesting is that lots of different ideas have been coming up. Was interessant war, dass ganz viele verschiedene Ideen aufgetaucht sind. Some with my style of facilitation. Ein paar in Bezug auf meine Art der Facilitation. Some products and other services that desire to be created within my businesses. Ein paar Produkte und andere Dienstleistungen, die gern in meinem Business kreiert werden möchten. There's some books that want to be written. Ein paar Bücher, die gern geschrieben werden möchten. And I realized there are some things I have to be willing to let go of to allow them to come alive. Und ich habe realisiert, dass es da ein paar Dinge gibt, die ich bereit sein muss, loszulassen, damit diese Dinge lebendig werden können. And I don't know about you guys, but your body is actually a big player in your ability to create greater. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber euer Körper ist wirklich ein ganz großer Spielgefährte diesbezüglich, dass wir größer kreieren können. So my body's been doing a lot of talking the last few days. Jetzt hat mein Körper also sehr viel mit mir gesprochen in den letzten paar Tagen. Friday night, I had the idea of going for a massage. Freitagnacht hatte ich die Idee, zu einer Massage zu gehen. And what was interesting is just the location of where I wanted to go have a massage. Und was interessant war, war der Ort, wo ich hingehen wollte für eine Massage. There's a lot of different places I could have picked, but my body chose one particular place I can also get my nails done. Da gibt es ganz verschiedene Arten und Plätze, wo ich hingehen könnte für diese Massage. Aber mein Körper hat einen Ort ausgesucht, wo ich auch meine Nägel machen habe lassen können.
Now, most of us think, oh, you just want to go pamper yourself. Und die meisten von uns denken, ach, du möchtest einfach nur dich selbst verwöhnen lassen. And that's one of those possibilities, yes. Und ja, das ist eine der Möglichkeiten. But once I got there, I realized how much my presence was required there. Aber als ich zu diesem Ort gekommen bin, habe ich realisiert, wie sehr meine Präsenz an diesem Ort benötigt wurde. I got there when there was a little bit of an issue going on between one of the customers and the owner. Ich bin dort hingekommen, genau als ein bisschen ein Problem zwischen einer der Konsumenten, der Kunden und dem Besitzer des Instituts stattgefunden hat. And I realized literally they had sat me in between to be that space of possibilities for them. Und ich habe realisiert, dass die mich an diesen Ort gebracht haben, damit ich in dieser Mitte von diesem Problem bin, um dieser Raum der Möglichkeit zu sein. And then once my manicurist finally showed up for our appointment, und als dann meine Manikürdame endlich gekommen ist für meinen Termin, I realized how much her body and my body were communicating with each other. Habe ich realisiert, wie sehr ihr Körper und mein Körper miteinander kommuniziert haben. She has 3 boys and one of them was just put in a hospital. Sie hat 3 Jungs und einer davon ist gerade erst ins Spital gekommen. And another one of her sons had some, his dad had hit him and he had a black eye. Und der andere Sohn von ihr, der ist von dem Vater geschlagen worden und der hat ein blaues Auge gehabt. Now, you're wondering, what does all of this have to do with creation and out of the box? Und ihr fragt euch vielleicht, was hat das alles mit Kreation und aus der Box heraus zu tun? It's that when you're asking to grow and expand your life, Es ist diesbezüglich, wenn du darum bittest, dass du dein Leben expandierst und wachsen lässt, the first thing that shows up is the area of your life are the boxes and the limitations. dann sind die ersten Dinge, die auftauchen, die Boxen in eurem Leben, die Begrenzungen. All the places that you need to be able to let these things go to open up the floodgates to allow you to actually have greater possibilities. All diese Dinge, die notwendig sind, dass ihr da durcharbeitet, damit ihr die loslassen könnt und in die großartigeren Möglichkeiten hineinkommt. Now, the funny thing is, after I set up my appointment on Friday night to go see her on Saturday, Das Lustige war, als ich, nachdem ich meinen Termin gemacht habe am Freitagabend, um sie am Samstag dort zu sein, I was taking off my makeup habe ich mein Make-up runtergenommen and I felt like a paper cut. You know that feeling of a paper cut? habe ich wie also ein Papierschneiden gefühlt. The next morning I woke up with like swelling eyes. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit angeschwollenen Augen. Now, it wasn't severe, but I could perceive the difference in my eye. Und das war nicht stark, das war nicht schwerwiegend, aber ich konnte den Unterschied in meinen Augen wahrnehmen. Now, on Friday, I had just done a video with Conscious Parent, Conscious Kids. Und am Freitag habe ich erst ein Video gemacht über Conscious Parents, Conscious Kids, also bewusste Eltern, bewusste Kinder. And really talking about different ways we can empower our kids, even though the situation may seem difficult. Und habe wirklich darüber gesprochen, wie wir unsere Kinder ermächtigen können in Situationen, auch wenn die Situationen sehr schwierig wirken. And this woman, her name is Latoya. Und diese Frau, ihr Name ist Latoya. I had seen her a couple times before. Ich habe sie schon ein paar Mal davor gesehen. And she said, you scheduled your appointment the minute I asked God, when's the next time you're going to come see me? Und sie hat zu mir gesagt, du hast deinen Termin ausgemacht, genau in dem Moment, wo ich Gott darum gebeten habe, mir zu sagen, wann er das nächste Mal kommt, um mich zu sehen. Also wann sie das nächste Mal kommt, um sie zu sehen. Now, obviously, this is not cognitive, but it was very much energetic. Offensichtlich ist das alles nichts Kognitives, aber es ist sehr stark energetisch. That here I am scheduling something that would be pampering for me to take care of me and my body.
dass da etwas ist, dass ich hier sitze und etwas ausmache, wo es darum geht, dass ich mich selbst verwöhne und meinen Körper. But it was also at the same energy of what someone else required from me as well. Aber zugleich war es auch in derselben Energie, von was jemand anderer von mir benötigt hat. Now, all of us, every single one of us, have powerful bodies that can pick up information from other people. Und wir alle, jeder einzelne von uns, hat ganz machtvolle Körper, die Informationen von anderen Körpern und Menschen aufnehmen können. And you guys have been taking access classes, so you know you have the power to heal other people. Und ihr Leute wart schon bei Access-Klassen, also ihr wisst, ihr habt die Macht, um andere Leute zu heilen. So what would it take? Also was würde es brauchen? What would it take for us to know that when we have these moments, Was würde es von uns brauchen, dass wir wissen, wenn wir diese Momente haben, it may not be just for one purpose. dass es vielleicht nicht nur um einen einzigen Zweck und einen einzigen Sinn geht. And so not to try to figure it out, Und nicht zu versuchen, das logisch zu verstehen, but I realized how much my body was giving me information of ways that I wanted to contribute and heal her and her family. aber darauf zu vertrauen, dass mein Körper mir die Information gegeben hat, wie sehr ich mir gewünscht habe, ihrem Körper und ihrer Familie beizutragen. So what would it be like if, as you're looking to expand your life, Also wie wäre es, wenn ihr euch anschaut, wie ihr euer Leben expandieren könnt, ausdehnen könnt? to also be willing to look at what you're also being and doing every single day that's contributing to it, even though it's not linear. Euch auch bereit zu sein, anzuschauen, was ihr jeden Tag seid und tut, was dazu beiträgt, auch wenn das überhaupt nicht linear ist. So one of the things that I realized is my purpose for my massage and my nails was not just for one purpose. Und was ich realisiert habe, ist eben, dass der Sinn und Zweck meiner Massage und meiner Nägelmaniküre eben nicht nur ein einziger Sinn dahinter war. But it was the beginning of the conversation between me and my body. Aber es war der Beginn, der Anfang einer Konversation zwischen mir und meinem Körper. So it was about acknowledging the capacities and abilities even greater than I had ever been willing to do that. Und es ging wirklich darum, diese Kapazitäten, diese Fähigkeiten anzuerkennen, und zwar auf einer viel größeren Ebene, als ich jemals davor bereit war, das zu tun. So what have you been asking for that is showing up in such a different way that you have never acknowledged? Also worum habt ihr gebeten, worum habt ihr gefragt, was auf eine so andere Art und Weise auftaucht, dass ihr das niemals anerkannt habt? What have you been desiring to add to your life that the minute you go asking for it, these limitations and boxes are coming up? Worum habt ihr gebeten in eurem Leben? Und in dem Moment, wo ihr darum bittet, tauchen schon die Limitationen in diesem Bereich auf. They're just roadblocks that don't have to stop you if you don't allow them. Das sind nur Blockaden, Steine im Weg, die euch nicht aufhalten müssen, wenn ihr das nicht erlaubt. What I realized for me, it was this continuous communication between my body and I on all the places I was resisting. Und was ich realisiert habe für mich selbst, sind all diese Orte, wo ich diese Kommunikation zwischen mir und meinem Körper im Widerstand dazu war. So, am I willing to continuously recognize the gift and the power that my body has? Und bin ich bereit, kontinuierlich anzuerkennen, dieses Geschenk und diese Macht, die mein Körper ist. And being willing to use all of that to your advantage on the bigger life that you desire to create. Und bereit zu sein, all das zu eurem Vorteil zu nutzen, im Hinblick auf das größere Leben, das ihr euch wünscht zu kreieren. So for me, that was such an adventure. I was nurtured while I nurtured somebody else. Für mich war das so ein Abenteuer. Ich wurde genährt, während ich jemand anderen genährt habe. And it also was me staying in the question of body, what information are you sharing with me right now?
Und ich bin weiterhin in der Frage geblieben, Körper, was für eine Information teilst du mir jetzt mit? And one of the things that I had to recognize, Und etwas, was ich anerkennen musste, that as much as I care about people, dass wie sehr ich mich um Fürsorge für Menschen habe, I'm still going into their universe to contribute to them. gehe ich nach wie vor weiterhin in denen ihr Universum hinein, um denen beizutragen. So what if we didn't have to affect us in what it is we'd like to contribute to? Also was, wenn wir uns selbst nicht keinen Effekt daraus haben müssten, dass wir jemanden anderen beitragen möchten? Now, one of my favorite questions that I like to say all the time Eine meiner Lieblingsfragen, die ich gerne die ganze Zeit sage, is, how much space can my body and I occupy wie viel Raum können ich und mein Körper einnehmen, not to be impacted, affected, or impinged by other people's universes? um nicht beeinflusst von anderen, den Universen anderer Leute zu sein. Now, and then I say right, wrong, good and bad, pop, rock, all night, shorts, boys and beyonds. Und dann sage ich right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Now, I'm hoping all of you guys have heard that before, but that's the Access Consciousness Clearing Statement. Ich hoffe, ihr alle habt das schon zuvor gehört. Das ist das Access Consciousness Clearing Statement, der Löschungssatz. And if you need more information, you can go to theclearingstatement.com. Und wenn ihr mehr Informationen dazu braucht, könnt ihr zu theclearingstatement.com gehen. But it really is about bringing up questions and bringing up the energy of the question. Es geht wirklich darum, Fragen zu stellen und die Energie der Frage hochzubringen. And allowing this clearing, like a little wand, to erase all the points of views that come up. Und diesen Satz einfach zu erlauben, wie so einen kleinen Zauberstab, all diese Ansichten auszulöschen, die da hochkommen. So anything you've ever made right or wrong about it. Also alles, was ihr jemals richtig oder falsch diesbezüglich gemacht habt. Anything you made it good or bad. Alles, was ihr gut oder schlecht daran gemacht habt. All the times that you created this energy, you destroyed this energy. Immer all die Zeiten, wo ihr diese Energie kreiert habt, wo ihr diese Energie zerstört habt. Anything you bought from other people. Alles, was ihr von anderen Leuten abgekauft habt. And anything that made you go into like gasping for air. Und alles, was dazu geführt hat, dass ihr so, ich muss nach Luft schnappen. Yeah, anything you've made significant and made it the primary nucleus. Alles, was ihr signifikant gemacht habt und wirklich diese Hauptsphären gemacht habt. You don't even have to know what it all means for it to work. Ihr müsst nicht mal wissen, was das alles bedeutet, damit das funktioniert. And so one of the things is, I'm actually reading in the chat, and Tugba also said she had the same eye problem on Saturday. Tukba hat geschrieben, dass sie am Samstag dasselbe Augenproblem hatte im Chat. So like, that's why I want you guys to recognize this. Das ist, warum ich möchte, dass ihr das wahrnehmt. Because as you're looking to create greater in your life, Weil wenn ihr euch anschaut, wie ihr Größe in eurem Leben kreieren könnt, there could be these invisible walls that you've put in place. da könnten da diese unsichtbaren Wände auftauchen, die ihr schon hingestellt habt. Now, my eye doesn't hurt. Mein Auge tut nicht weh. And yesterday I had a friend come over and do some Access body work on me. Und gestern war ein Freund da, der etwas Access Bodywork darauf angewandt hat. So we asked lots of questions and did lots of clearings. Wir haben also viele Fragen gestellt und viele Clearings gemacht. And I realized that the eye wasn't just one thing. Und ich habe realisiert, dass das Auge nicht nur eine Sache ist. It's all these things that I haven't been willing to see. Es sind all diese Dinge, die ich nicht bereit war zu sehen. All the things I haven't been willing to acknowledge. All die Dinge, die ich nicht bereit war anzuerkennen. All the things I haven't been willing to actually change. All die Dinge, die ich nicht bereit war zu verändern. So last night I had no plans to go see an eye doctor.
Also, und gestern Nacht hatte ich keine Idee, einen Augenarzt zu sehen. Because the last time I saw this particular eye surgeon, Weil das letzte Mal, als ich diesen bestimmten Augenarzt gesehen habe, I got really mad at him. da bin ich wirklich sehr sauer auf ihn geworden. The way he was taking care of my kids' eyes was just unacceptable to me. Die Art und Weise, wie er sich um die Augen meiner Kinder gekümmert hat, hat für mich einfach überhaupt nicht funktioniert. But I recognized late last night Aber ich habe spät letzte Nacht erkannt, that I made some choices and some decisions the last time I saw him. dass ich ein paar Entscheidungen getroffen habe, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe. And I had to be willing to go and see him today. Und ich musste bereit sein, heute dorthin zu gehen und ihn heute zu sehen. He could give me medicine if my eye needed it. Er könnte mir Medizin geben, falls mein Auge das benötigen würde. He's very specialized, so he's very hard to find around this area. Er ist sehr spezialisiert und man kann ihn schwer antreffen hier in diesem Bereich. And I also knew I had to be willing to let go the points of views I made about him. Und mir war aber auch bewusst, ich musste diese Ansichten loslassen, die ich bereits über ihn gefällt habe. So when I went to see him today, Also als ich heute zu ihm gegangen bin, he reminded me I haven't seen him in 4 years. hat er mich daran erinnert, dass ich 4 Jahre lang schon nicht da war. And he was very judgmental. Und er war sehr bewertend. And I had to use a lot of my right voice for you tools. Und ich musste sehr viele von meinen Right Voice for You Werkzeugen anwenden. One of them is that when someone is saying things to you that you may perceive as a judgment, Und eines davon ist, wenn jemand Dinge zu dir sagt, die du als eine Bewertung auffasst, you want to actually not go into the defensive. dann möchtest du nicht in den Widerstand gehen, in das Kämpfen gehen. You don't want to create those energetic walls and boxes. Du möchtest nicht diese energetischen Wände und Boxen aufbauen. It doesn't mean you have to agree to what he's saying. Was nicht bedeutet, dass du dem zustimmen musst, was die Person sagt. But let's do it all together. Aber lass uns das alle gemeinsam machen. Just for one moment, put your Nur feet für einen Moment. firm on the ground. Gebt eure Füße an den Boden. Okay? Just say hello to your body. Sagt Hallo zu eurem Körper. And as you're saying hello to your body, just thank your body. Und während ihr Hallo zu eurem Körper sagt, dankt eurem Körper. Thanks for being here. Danke, dass du hier bist. Okay, now you're just going to take a breath from under your feet coming all the way up to your head. Und ihr atmet ein von unter euren Füßen bis hinauf in euren Kopf. And then when you let go your breath, just imagine your imaginary walls all to come down. Und während ihr ausatmet, stellt ihr euch einfach vor, wie all eure Barrieren und Wände runterfahren. So let's do it together. Breathe in. Also lasst uns das gemeinsam machen. Atmet ein. And as you let it go, Und während ihr ausatmet, just imagine all those walls are going back down into the earth. stellt euch einfach vor, wie all diese Wände wieder zurück in die Erde gehen. Do it again. Breathe in. Macht das nochmal. Einatmen. Now, as you let it go, Und jetzt, während ihr ausatmet, anything you have taken on today or any other day that doesn't belong to you, that you're ready to let go, let all of that wash away too. alles, was du da angenommen hast, was dir gehört oder nicht dir gehört, sei bereit, das jetzt einfach loszulassen. Let's do it one more time. Breathe in. Lass es uns noch einmal machen. Atme ein. And just walls down, barriers down, box down. Und einfach Wände, Barrieren, Boxen runter. Now, can you perceive anything different in terms of your body? Könnt ihr irgendetwas anderes in Bezug auf euren Körper wahrnehmen? Like, do you perceive any change of like, are you a little more relaxed? Zum Beispiel seid ihr etwas mehr entspannt. Because guess what? It takes a lot of energy for us to hold our boxes together. Denn wisst ihr was? Es benötigt viel Energie von uns, alle unsere Boxen an Ort und Stelle zu lassen. It takes a lot of energy for you to have your barriers up. Es benötigt viel Energie von dir, deine Barrieren oben zu haben. And it also
takes a lot of energy for you to hold on to other people's boxes. Und es benötigt auch sehr viel Energie von dir, an den Boxen anderer Leute festzuhalten. Takes a lot to hold on to other people's limitations and barriers as well. Es benötigt auch sehr viel Energie, an den Begrenzungen und Ansichten der anderen festzuhalten. Now, one of my favorite tools is when someone's talking to you or they're saying something that you are just like, wow. Und eines meiner Lieblingstools ist wirklich, wenn jemand mit euch spricht und ihr seid nur so, oh wow. I love to lower the barriers. Dann liebe ich es, meine Barrieren herunterzufahren. And then I say, interesting point of view, you have this point of view. Und dann sage ich einfach, interessante Ansicht, dass du diese Ansicht hast. And I say it a lot of times. Und ich sage das sehr, sehr oft. And you'll notice, even saying it 10 times in a row is going to actually change some things. Und du wirst wahrnehmen, es auch nur 10-mal hintereinander zu sagen, verändert etwas. So let's do it together. Also lasst uns das gemeinsam machen. Okay, I'm going to imagine the doctor that I saw today. Ich werde mir den Arzt vorstellen, den ich heute gesehen habe. You can imagine anyone that drives you crazy. Ihr könnt euch irgendjemanden vorstellen, der euch verrückt macht. Anyone who's been unkind to you. Jeder, der nicht nett zu euch war. Anyone who's been abusive to you. Jeder, der missbrauchend euch gegenüber war. Anyone who has ever limited you from actually you being you. Jeder, der euch jemals daran limitiert hat, euch selbst zu sein. Okay, so now I'm going to say, interesting point of view. Also jetzt werde ich sagen, interessante Ansicht. Interesting point of view. 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 Interessante Ansicht. Okay, now think about them again. Und jetzt denkt wieder an diese Person. Do you perceive anything different? Nehmt ihr irgendetwas anders wahr? Okay, for me, Für mich? it was almost like, I don't know, some heavy molecule in my body just like went down my legs and into the earth. Für mich war es fast so wie ein ganz schweres Molekül in meinem Körper, das hinuntergefahren ist und in die Erde raus. And Anita says that she can barely even think of him anymore. Und Anita sagt, sie kann fast nicht mehr an die Person denken. So I really wonder if there's anything you would like to add to your life. Und ich frage mich wirklich, wenn es da etwas gibt, was ihr eurem Leben hinzufügen möchtet, What could lowering your barriers or limitations of it was würde dann eure Barrieren herunterfahren oder eure Limitationen diesbezüglich and your point of view about that person? und eure Ansicht über diese Person, What could it change by just being an interesting point of view? was würde das verändern, indem ihr einfach nur eine interessante Ansicht seid? Because nobody has to be significant in your life if you don't let them. Weil niemand in eurem Leben muss signifikant sein, wenn ihr das nicht zulasst. Now, I knew that day when I got mad at this doctor, Ich wusste an dem Tag, als ich sauer auf diesen Arzt wurde, I knew what I was choosing. ich wusste, was ich gewählt habe. But I really had no idea that I still had those points of views. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, dass ich nach wie vor diese Ansichten hatte. I had gotten facilitated about this. I've asked questions. Ich wurde diesbezüglich facilitiert, ich habe Fragen gestellt. But this all came about when I started to look at ways that I would like to get rid of the boxes. Aber wirklich, das Ganze konnte erst auftauchen, als ich mir angeschaut habe, was es benötigt, die Boxen loszulassen. I was actually now willing to receive the judgments from him as well. Ich war jetzt wirklich bereit, auch die Bewertungen von ihm einfach zu empfangen.
And if you guys haven't heard the tool yet of receive judgment and make money, Und wenn ihr das Werkzeug noch nicht gehört habt, Bewertungen empfangen und Geld empfangen dafür, that's actually one of the tools in Access Consciousness as well. das ist auch eines der Werkzeuge in Access Consciousness. When you are willing to be an interesting point of view, Wenn du bereit bist, eine interessante Ansicht zu sein, to when people are speaking with you, so wenn die Leute mit dir sprechen, when they're judging you, wenn die dich bewerten, when they're trying to project things on you, wenn die versuchen, Dinge auf dich zu projizieren, it's not about becoming the wall and having them bounce back at them. es geht nicht darum, die Wand zu werden und dass die daran zurückprallen, Because what you do is then you also have a wall to receiving money, good health, and other things as well. weil was du dann machst, ist, du hast dann auch eine Wand, die dich davon abhält, Geld, gute Gesundheit und so weiter zu empfangen. So when you and your barriers and walls are down, Wenn du und wenn deine Barrieren und Wände unten sind and they're sharing whatever they're sharing with you, und die teilen mit dir, was auch immer sie mit dir teilen, you're allowing it to go through you instead of getting stuck at you. und du erlaubst es, dass das durch dich hindurchzieht, anstatt dass es in dir gefangen bleibt. And you allow you then to receive the judgment. Und du erlaubst dir dadurch die Bewertung zu empfangen. And you also allow you to receive more money for that as well. Dann erlaubst du dir auch mehr Geld dafür zu empfangen. So Gary Douglas, the founder of Access Consciousness, talks about this all the time. Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, spricht darüber die ganze Zeit. When you're willing to receive the judgments, Wenn du bereit bist, die Bewertungen zu empfangen, it's as if you get this $5,000 energetic money in your bank account. dann ist es wie, als würdest du diese $5.000 energetisches Geld auf deinem Konto empfangen. But the minute you put up your wall, Aber dem Moment, wo du deine Barriere wieder hochfährst, the minute you resist the judgments from coming in, der Moment, wo du im Widerstand zu der Bewertung bist, it actually is you losing $10,000 that year. da verlierst du $10.000 in diesem Jahr. Now, personally, I've done this many, many times. Ich persönlich habe das sehr, sehr oft gemacht. And when I am willing to receive judgments, I actually receive more in my bank account. Und wenn ich bereit bin, die Bewertungen zu empfangen, dann empfange ich tatsächlich auch mehr Geld auf meinem Konto. So I really wonder, what else could you be receiving if you are willing to receive judgments? Und ich frage mich wirklich, was du sonst noch alles empfangen könntest, wenn du bereit wärst, Bewertungen zu empfangen. Because anytime you choose to step up, Weil jedes Mal, wenn du wählst, aufzutauchen, the minute you're looking to make your classes bigger, dem Moment, wo du schaust, dass deine Klassen größer werden, the minute you're willing to actually grow your life, dem Moment, wo du bereit bist, dein Leben auszudehnen, you are going to receive more people judging you. dann wirst du mehr Leute empfangen, die dich bewerten. And I see that so much with people that stop and allow themselves to be in a box. Und ich sehe das so oft mit Leuten, die sich selbst aufhalten und sich erlauben, in einer Box zu leben. Because as soon as they choose greater, Weil sobald sie größer wählen, they perceive all those limitations and stop themselves. dann nehmen die all diese Begrenzungen wahr und halten sich selbst auf. What if you never allowed anything to stop you from the bigger life you desire to have? Was, wenn du niemals irgendetwas erlaubst, dich von diesem größeren Leben, das du dir wünschst, aufzuhalten? Yeah, because what you're actually doing is stopping you from the gift that you are to the universe. Weil was du wirklich machst, ist dich selbst davon abzuhalten, das Geschenk zu sein, das du für das Universum bist. The more you're willing to succeed and create greater, Je mehr du bereit bist, erfolgreich zu sein und größer zu kreieren, the more contribution and invitation you are for others. je mehr Beitrag und Einladung bist du für andere. But one of the things about out of the box and in a bigger life Aber eine der Sachen mit aus der Box heraus und in ein größeres Leben
is your willingness to be a leader. Ist deine Bereitschaft, ein Leader, ein Anführer zu sein. Your willingness to go where no one else is willing to go. Deine Bereitschaft, wohin zu gehen, wo niemand anderer bereit ist, hinzugehen. And your willingness to keep receiving judgments, even if it hurts. Und deine Bereitschaft, Bewertungen zu empfangen, selbst wenn das weh tut. Because the hurting is something like our body is talking to us. Weil das, was weh tut, das ist etwas, wo unser Körper mit uns spricht. But what if it's actually not pain? Aber was, wenn das nicht wirklich Schmerz ist? But it's just the place that your body is sharing with you of greater capacities you have not acknowledged yet. Sondern einfach nur ein Ort, wo euer Körper euch mitteilt, eine größere Kapazität, die du noch nicht bereit warst anzuerkennen. So we have someone who wrote a message in the chat. Wir haben jemanden, der eine Nachricht im Chat geschrieben hat. I hope I'm pronouncing it correctly. Is it Beza? Ich hoffe, ich spreche das richtig auf. Heißt das Besa? She says, I'm always running away from judgment and getting rid of this people, they judge me more. Sie schreibt, dass sie immer von den Bewertungen wegläuft und die Leute loswerden möchte, die sie bewerben. But think about it. Anything you're asking for, aber erinnere dich daran, alles, worum du bittest, you have to be willing to be or do whatever is required to have it. Dann musst du bereit sein, alles zu sein und alles zu tun, was benötigt wird, damit du das haben kannst. And if you're asking for more and you're running away from judgment, und wenn du um mehr bittest und du rennst aber gleichzeitig von der Bewertung weg, guess what you're going to attract? Dann frag dich mal, was du wohl anziehen wirst. You're going to attract it until you're willing to outcreate it. Du wirst es so lange anziehen, bis du bereit bist, das auszukreieren. Until you're willing to actually not allow it to affect you. So lange, bis du bereit bist, dass das keine Auswirkungen mehr auf dich hat. So I'm wondering, if you're willing to receive judgment, ich frage mich also, ob du bereit bist, Bewertung zu empfangen. How much more fun can you and your body have? Wie viel mehr Spaß könntest dann du und dein Körper haben? How much easier can your life be to actually make it greater? Wie viel leichter könnte dein Leben werden, um es großartiger zu machen? So, do you guys have any questions? Habt ihr irgendwelche Fragen? There has been one from Karin earlier in the chat. Okay. Da war eine Frage von Karin im Chat früher. Does she want to come on and ask it live? Möchte sie live kommen und die live stellen? She wrote it in German. Sie hat es auf Deutsch geschrieben. Karin, willst du live fragen auf Englisch oder Deutsch und ich übersetze dir auf Englisch? I found it in Dutch. Hold on. Bitte übersetzen. Okay. I translated. Okay. She's asking, where is it? Something about the Here you go. Schilddrüse. I've looked it up, the word Schilddrüse before. Thyroid. Thyroid. So, how can I support my body to heal the Wie kann ich thyroid? meinen Körper dabei unterstützen, meine Schilddrüse zu heilen? It's a special thing where she's working on since a year. Sie arbeitet daran schon seit einem Jahr. She can't solve it. Sie kann das nicht heilen, in Ordnung bringen. It's not Hashimoto. Es ist nicht Hashimoto. Es ist nicht Hashimoto. It's not. It's Basedov or Basedov. Es heißt Basedov. Okay. Is she still live with us? Yeah. Ist sie noch immer live mit uns? Can I ask her some questions? Darf ich ihr dann bitte ein paar Fragen stellen? Yeah. If she wants to unmute herself, and we'll go from there.
Wenn sie sich vielleicht laut stellen möchte und dann können wir mit ihr sprechen. Hi, Karine. Hallo Karin. Where is she? I want to see her. Wo ist sie? It's not working. It doesn't work. Okay, she's the bottom button to push mute. Der untere Knopf neben dem Videozeichen ist ein Stummschalten und Lautschalten, ein Mikrofon. Hallo? Ja, hallo. Hi. Welcome. So, Karine, I have a question for you because the throat is a very interesting area in our bodies. Ich habe eine Frage an dich, Karin, weil der gesamte Hals ist ein sehr interessanter Bereich in unserem Körper. Ja. So, Yes. when were you diagnosed with this? Wann hast du die Diagnose davon bekommen? Im Dezember 2016. December 2016. Okay. Yes. Cool. So what occurred in your life before December 2016 that was like significant or changed dramatically in your life? Was ist in deinem Leben geschehen vor Dezember 2016, was signifikant war oder sich dramatisch verändert hat? Mein Vater ist gestorben. Er hatte Lungenkrebs. Her father died and he had cancer in his lungs. Okay. So, do you remember earlier I was talking about how much our bodies heal other people's bodies? Erinnerst du dich daran, wie ich davor darüber gesprochen habe, wie sehr unsere Körper die Körper von anderen heilen? Ja. We Yes. do it in different ways though. Wir machen das auf unterschiedliche Weisen. So, everything that you decided you wanted to heal and pull out of your dad's body, will you now be willing to let it go? Alles, was du beschlossen hast, dass du gern bei deinem Vater heilen wolltest und aus seinem Körper hinausziehen möchtest, wärst du bereit, das jetzt loszulassen? Ja. Okay, right, wrong, good and bad, pon, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Ooh. What did you define as taking illness out of your body, out of his body? What have you defined as taking illness out of his body? Was hast du definiert als die Krankheit aus seinem Körper hinausziehen? Das kann ich gar nicht sagen. Also, I can't even put that into words. Yeah, and you don't need to. So everything Das you musst du auch nicht. Yeah, everything you've defined as healing and healing your father's body, will you now destroy and create all of it? Alles, was du definiert hast als Heilung und deinen Vater heilen, wirst du das jetzt bitte alles zerstören und umkreieren? ja. Okay, right, wrong, good and bad, pon, poc, all nine shorts, boys and beyonds. So what have you locked into your thyroids as a way to show you you are powerful? Was hast du in deine Schilddrüse eingeschlossen, um dir zu zeigen, dass du machtvoll bist? So does anything come up? Even if it's energy, it's okay too. Ja. Taucht da irgendetwas auf und wenn es nur Energie ist, dann ist das auch okay. Ja. Ja. Also, ich kann es wieder nicht benennen, aber ich spüre es, ja. Yes, I don't have words again, but I can perceive it. Okay, so everything that is and every decision, conclusion, computation that you made about it, will you destroy and create it? Also alles, was das ist und jede Berechnung und Schlussfolgerung, die du diesbezüglich gemacht hast, können wir es bitte zerstören und umkreieren. Ja. Okay, right, wrong, good and bad, pon, poc, all nine shorts, boys, meow. So truth, how many people are you trying to heal with your thyroid? Wahrheit, wie viele Leute versuchst du zu heilen durch deine Schilddrüse? Viele. Many. Okay, all right. So, okay, wait, just for your own potency, I'd like you to answer this question for me, okay? Nur für deine eigene Macht, deine eigene Potenz möchte ich gerne, dass du mir die folgende Frage beantwortest. Are you healing a couple of people, 100 people, thousands of people, or more?
Heilst du ein paar Leute, 100 Leute, Tausende oder noch viel mehr? Ein paar. Some. Okay. We'll give you that. Okay. Okay. So if you were able to have your voice in the world, what would you share with others? Wenn du fähig wärst und bereit wärst, deine Stimme in der Welt zu haben, was würdest du dann mit anderen teilen? Meine Werte, My Gerechtigkeit, values, Mitgefühl, ja, kindness, Freundlichkeit, compassion, Cool. Liebe, love. Cool. Frieden. So anything you've chosen that locks it in a box in your thyroid, will you now destroy and create all of it? Alles, was du gewählt hast, was es jetzt in einer Box in deiner Schilddrüse einschließt, können wir es bitte zerstören und umkreieren. Ja, Right, wrong, good and bad, pon, poc, all nine shorts, boys beyond. It's interesting. I actually realized through my own facilitation yesterday of how much I was locking my potency in my eye. Es ist interessant, weil ich habe gestern durch meine eigene Facilitation realisiert, wie sehr ich meine Potenz in meinen Augen einschließe. Yeah, because like before Access, I would always say I'm a visual person. Weil vor Access habe ich immer gesagt, ich bin eine visuelle Person. Like I'd made it so significant to be able to see things. Ich habe das so signifikant gemacht, dass ich fähig war, Dinge zu sehen. And Gary and Dane always say it never looks the way you think it does. Und Gary und Dane sagen immer, es sieht nie so aus, wie du denkst, dass es aussieht. So talk to me about your throat area, not just your thyroid, but your whole throat area. What do you perceive there now? Und sprich mit mir bitte über deinen gesamten Halsbereich, nicht nur die Schilddrüse, sondern den gesamten Halsbereich. Was nimmst du da jetzt wahr? Weite. Space. Und Leichtigkeit. Cool. Awesome. All right. Und Leichtigkeit. And ease. Oh, thank God. Okay, how does it get better? Und wie wird es noch besser? Now, the one thing I'm going to ask you to do Etwas, was ich dich bitten werde zu tun, is talk to your throat. sprich mit deinem Hals, Talk to your body sprich mit deinem Körper and be grateful for it. Gratitude is one of the greatest tools that we have, actually. und sei dankbar dafür. Dankbarkeit ist wirklich eines der großartigsten Werkzeuge, das wir haben. Because when you're in gratitude, you don't allow judgment to exist. Weil wenn du in der Dankbarkeit bist, dann erlaubst du keine Bewertung, dass die nicht existieren. So thank your thyroid for everything it's been showing you until now. Und danke deiner Schilddrüse für alles, was sie dir bis jetzt gezeigt hat. Ja, But now, what else is possible for you to create with your whole body? Aber was ist jetzt darüber hinausgehend möglich für dich mit deinem ganzen Körper zu kreieren? Because what if you don't have to hold all your potency, your kindness, and values in your throat? Weil was, wenn du nicht all deine Macht, all deine Potenz, all deine Fürsorge, all deine Werte in deinem Hals festhalten müsstest? ja. Cool. So anything that doesn't allow that with ease, will you destroy and uncreate it? Alles, was Ja. das nicht mit Leichtigkeit erlaubt, wirst du es bitte zerstören und umkreieren. Ja. Awesome. Thank you so much. Don't get Danke, großartig. Danke. Thank you. Danke. Okay, we have one question. We have Wir haben noch eine Frage from Claudia. von Claudia. It's, I've had a cataract operation last year, Ich hatte eine katarische Operation letztes Jahr and it's left my left eye with a shadow in the outer circumference. und seither ist ein Schatten im äußeren Bereich meines linken Auges. What can I be and do to change this? Was kann ich sein und tun, um das zu verändern? So, Anita, honey, will you come on? I'm sorry, not Anita. Claudia, will you come on? Möchtest du Yay! gerne live kommen? Ja, ich bin schon da. Hey, Missy, Ja. what have you made so vital, valuable, and real about the dark outer circumference? Was hast du so vital, wertvoll und real gemacht
an dem äußeren Frequenzbereich deines Auges? The limitation of not seeing enough. Ooh, Die so Limitation, nicht ausreichend zu sehen. is that yours? Ist das deins? No, Nein. it ain't. Okay, so everything you bought while you were in surgery Alles, was du abgekauft hast, während du operiert wurdest, and everything you've now put into your body to validate what you heard, und alles, was du jetzt in deinen Körper eingeschlossen hast, um das zu bestätigen, was du da gehört hast, would you be willing to return it to all the senders with consciousness attached? wärst du bereit, das an all die Absender mit Bewusstsein angehaftet zurückzuschicken? Yes, yes. Okay, Yeah. cool. Right, wrong, good and bad, pun, poc, all nine shorts, boys and beyonds. I So, ac- Mhm. I actually know what it is. It was the fear of the surgeon. Ich weiß, was es war. Es war die You know, Angst vor dem Arzt, der mich operiert hat. of not getting it right. Oh, we're so cute. Oh, wir sind so süß. Okay, so all the decisions, judgments, conclusions, and computations you made about the surgeon and the surgery, will you now destroy and create all of it? Yes, All die please. Schlussfolgerungen, Berechnungen, Bewertungen und Entscheidungen, die du bereits gemacht hast über den Arzt, der dich operiert hast und die Operation an und für sich, können wir es jetzt bitte zerstören und umkehren. Cool. So all the projected futures you created with your decisions, we destroy and create all of them. All die yes. projizierten Zukünfte, die du durch deine Schlussfolgerungen kreiert hast, können wir die bitte jetzt zerstören und umkehren. Yes. Mhm. Ja. Right, wrong, good and bad, pump, poc, all nine shorts, boys and beyond. So, Claudia, how many bodies did you heal during your surgery? Wahrheit, Claudia. 500,000 and more. Wie viele Körper hast du geheilt, während du operiert wurdest? 500.000 und mehr. Okay. So, everywhere you haven't claimed, owned, and acknowledged your potency, Oh, sugar balls. would you be willing to do that now? Yes. Überall, wo du deine Potenz und deine Macht nicht eingefordert hast und in Besitz genommen hast, wirst du das jetzt bitte tun. Yeah. All right. So anything you've done to put those boxes in front of you and your knowing, we destroy and create it. Yes. Alles, was du getan hast, um diese Boxen vor dich zu stellen, können wir das jetzt bitte zerstören und umkreieren. Ja. Yes. Right, wrong, good and bad, pon, poc, all nine shorts, boys and beyond. So if you were willing to see, to know, perceive, and receive your potency, what else could you create in the world? Wenn du bereit wärst, deine Potenz zu sehen, wahrzunehmen, zu wissen und zu empfangen, was könntest du dann sonst noch in der Welt kreieren? Oh, It's undescribable. how does it Das get ist better? unbeschreibbar. Wie wird es noch besser? All right. So as you're asking questions, just know your body is giving you lots of information. Während ihr Fragen stellt, wisst einfach, euer Körper gibt euch ganz viel Information. It's going to give you information on where you've locked in judgments, Es gibt euch Informationen darüber, wo ihr Bewertungen eingeschlossen habt, points of views, Ansichten, limitations and lies. Begrenzungen und Lügen. And one of the gifts to all of this is asking questions. Und eines der Geschenke zu all diesem ist einfach Fragen zu stellen. So one of the first questions that I actually ask my body is, who does this belong to? Eine meiner die ersten Fragen, die ich meinem Körper stelle, ist immer, zu wem gehört das? And I know probably all of you guys know this tool, but I'm just going to describe it in 2 minutes, okay? Und ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Werkzeug, aber ich werde das in 2 Minuten jetzt kurz erklären. Just like you know when you walk in a room, if someone just had a fight or they were celebrating something. Genauso wie wenn ihr in einen Raum hineingeht und sofort wisst, ob da jemand etwas gefeiert hat oder gerade einen Streit hatte. We all have the ability to perceive and to know what's going on in other people's worlds. Wir haben alle diese Fähigkeit wahrzunehmen und zu wissen, was in der Welt von anderen Leuten abgeht. And most of the time, we are going to have some feeling of it in our body.
Und meistens werden wir in unserem Körper ein bestimmtes Gefühl diesbezüglich haben. And we may have thoughts, feelings, emotions that we're perceiving. Und wir haben vielleicht Gefühle, Emotionen, Gedanken, die wir wahrnehmen. And it feels like all of it's ours. Und es fühlt sich so an, als würde das alles uns gehören. But when you're willing to ask, who does it belong to? Aber wenn du bereit bist zu fragen, zu wem gehört das, Without believing already it's yours, ohne dass du bereits glaubst, dass es deins ist, you're going to give your body the ability to communicate information with you. dann gibst du deinem Körper die Möglichkeit, Informationen mit dir zu kommunizieren. You're going to allow your body to give you guidance on if it's actually yours. Dann erlaubst du deinem Körper, dich zu führen diesbezüglich, ob es wirklich deins ist, Someone else's, jemanden anderen gehört something else. oder etwas anderem gehört. Now, what if, even if it's yours, you are willing not to take it on as yours that moment in time? Und selbst wenn es dir gehört, was, wenn du bereit wärst, es nicht als dein eigenes in Anspruch zu nehmen in diesem Moment? So, would you be willing to consider if it's yours, it's going to come back? Wärst du bereit, dir vorzustellen, wenn es deins ist, dann kommt es wieder? So, ask someone else something else. Also frage jemand anderen oder etwas anderem. Now, when it's someone else, it doesn't have to be that you figure out who it belongs to. Und wenn es jemand anderem ist, dann geht es nicht darum, dass du herausfindest, wer diese Person ist, But as a way to start to communicate with your body to differentiate what's yours versus others. aber einfach um zu beginnen herauszufinden mit deinem Körper gemeinsam, was ist deins und was ist jemand anderer. So one of the things we say is if it's someone else, we say return it to the sender with consciousness attached. Und eines der Dinge, die wir dann machen, ist, wenn es jemand anderer ist, dann sagen wir schicken es an den Absender mit Bewusstsein angeheftet zurück. And it doesn't mean it goes back to your mom because it belongs to your mom. Und das bedeutet nicht, es geht jetzt zurück zu deiner Mama, weil es gehört deiner Mama. That's the first thing I was concerned with. Das war das Erste, worüber ich mir Sorgen gemacht habe. But what it actually does, it goes to that point of where that thought, feeling, pain initially got created. Sondern was es macht, es geht zu diesem Ort zurück, wo dieser Gedanke, diese Ansicht, dieser Schmerz ursprünglich kreiert wurde. And when you give it consciousness, you allow it to go to that initial place and go zap, blow it up. Und wenn du da Bewusstsein mitschickst, dann erlaubst du es, dass es zu diesem Ursprungsort zurückgeht, wo es kreiert wurde und sich auflöst. And anyone who's now ready to let it go, they'll feel they had a miracle and it finally went away. Und jeder, der bereit ist, das jetzt loszulassen, hat das Gefühl, es ist ein Wunder geschehen und sie sind das jetzt losgeworden. But when you send it with consciousness, you also allow the people who still want to hold on to it. Aber auch wenn du es mit Bewusstsein schickst, dann erlaubst du den Leuten, die nach wie vor daran festhalten möchten, to have the awareness of a different possibility existing. die Wahrnehmung zu haben, dass eine andere Möglichkeit existiert. Now, if it's something else, Und wenn es etwas anderes ist, 98% of the time, it's actually the earth asking for your consciousness. dann ist es in 98% der Fälle wirklich die Erde, die um euer Bewusstsein bittet. So it's asking you, come, give me some contributions. Es bittet euch also einfach, hey, bitte gib mir etwas Beitrag. And it could mean you just say, Earth, I give you all the contribution you require. Und das kann sein, dass du einfach sagst, Erde, ich gebe dir all den Beitrag, den du jetzt benötigst. It could be as easy as sending a kiss. Es kann so einfach sein, wie einen Kuss zu schicken. Some people prefer a prayer. You could do a prayer. Manche Leute bevorzugen es zu beten. Dann kannst du das machen. And in Access, we have this thing called the 1, 2, 3s. Und in Access haben wir diese Sache, die nennen sich 1, 2, 3. And you can just like say 1 and bring the energy into your hands. Und dann kannst du einfach 1 sagen und die Energie in deine Hände bringen. And then you go 2 and make it even wider. Und dann sagst du 2 und machst das noch weiter. And then you can go 3 and go poof. Und dann kannst du 3 machen und noch pff. And what you do is you just bring anything that we have solidified on the earth.
Und was du da machst, ist einfach, dass du alles, was wir irgendwie auf der Erde verfestigt haben, for the past or the future, für die Vergangenheit oder die Zukunft, you just now allow it to be space of possibilities. du erlaubst dem jetzt wieder der Raum der Möglichkeiten zu sein. And this is going to be really important as you are looking to get out of the boxes you have. Und das wird sehr wichtig für euch sein, wenn ihr euch anschaut, aus der Box herauszugehen, so wie ihr das macht, into the capacities of a greater possibility. und in die Kapazität einer größeren Möglichkeit hinein. Because then you'll differentiate, are those roadblocks even yours? Weil dann unterscheidet ihr, sind all diese Stoppschilder, die da auftauchen, wirklich deins oder gehören die jemand anderen? And now what else is possible you've never even considered before? Und jetzt, was ist jetzt sonst noch möglich, was ihr euch noch niemals zuvor vorgestellt habt? So grateful you guys were with me. We did just a quickie 1 hour today. So dankbar, dass ihr alle mit mir wart jetzt. Wir haben nur einen Quickie gemacht von 1 Stunde jetzt. Just wanted to give you a little bit of a taste of choosing to be out of the box. Ich wollte euch einfach eine kleine Kostprobe geben darüber, was es bedeutet, aus der Box herauszuwählen. Now, this particular class is going to have a 3-day class that's going to come up in the next month or two. Diese spezielle Klasse wird eine Klasse haben in den nächsten 1-2 Monaten. So if you want to learn more, come and play with us. Also wenn du mehr lernen möchtest, dann komm und spiel mit uns. And we're also going to be doing a right body for you and a right voice for you in Germany. Und wir werden auch eine Right Body for You und eine Right Voice for You Klasse in Deutschland machen. It's going to be the end of September. Das wird Ende September stattfinden. And the first few days of October. Und die ersten paar Tage vom Oktober. And we would love it if you guys can join us for that. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. And we have it in German Und translate. wir haben das auf Deutsch übersetzt. We have it in Turkish. Wir haben es auf Türkisch übersetzt. And we also have it in French. Und wir haben das auch auf Französisch. So just would love to explore more of what are possibilities with your bodies. Und wir würden einfach gerne mehr entdecken und erforschen die Möglichkeiten mit eurem Körper. And what are the possibilities when we're willing not to limit our voice in the world? Und was sind die Möglichkeiten, die bestehen, wenn wir unsere Stimme in der Welt nicht einschränken? Because your voice is not just your vocal cords and the sound that you make. Weil eure Stimme, es ist nicht nur die Geräusche, die ihr macht. Your voice is actually moments that you're willing to actually be silent. Eure Stimme sind auch die Momente, wo ihr bereit seid, still zu sein. It's your presence in your body. Es ist eure Präsenz und euer Körper. It's your creations actually communicating and pulling people in. Es sind eure Kreationen, die kommunizieren und die Leute anziehen. For some people, their voice is how they cook. Für manche Leute ist ihre Stimme, wie die kochen. They share their voice in the yumminess of the food. Die teilen ihre Stimme durch die Leckerheit ihres Essens. So if it'd be fun for you guys to explore having your voice in the world in a much bigger way. Also wenn es euch Spaß machen würde, was es bedeutet, eure Stimme in der Welt zu haben, noch mehr zu erforschen, then come play with us. dann kommt und spielt mit uns. We'll be sending out the replay of this today to you so you can listen as often as you like. Wir werden die Aufnahme von dem hier heute ausschicken. Ihr könnt euch das so oft anhören, wie ihr möchtet. And if you have any questions, you can email us at info@globalwellnessforall.com. Und info@globalwellness.com ist die E-Mail-Adresse, wo ihr uns jegliche Fragen, die ihr habt, schicken könnt. And it'll be in the follow-up email as well. Und sie wird auch in der Folge-E-Mail drinnen stehen. Well, my beautiful friends, thank you so much for being here with me. Okay, meine wunderschönen Freunde, danke euch so sehr, dass ihr mit mir hier wart. So grateful for our beautiful translators. So dankbar für unsere wunderschönen Übersetzer. And our beautiful hosts that are here Und as unsere well. wunderschönen Hosts, die hier auch mit dabei sind. Sabina. Die Sabine We have Nadine und Nadine and Dagmara. und Dagmara.
And anyone else that I've forgotten, I apologize. Und alle anderen, die ich vergessen habe, das tut mir leid. And I hope you guys got to just look at a different possibility with you and what you can create in the world. Und ich hoffe, ihr habt einfach eine andere Möglichkeit empfangen heute, wie ihr in der Welt anders sein könnt. Because every one of you guys has so many gifts to share with the world. Weil jeder einzelne von euch hat so viele Geschenke, die ihr mit der Welt teilen könnt. And your voice and your body is so desiring to share it with everyone. Und eure Stimme und eure Körper, die sehnen sich so sehr danach, das mit allen zu teilen. So what possibilities are available for you to actualize right now? Also was für Möglichkeiten sind für euch jetzt verfügbar, die ihr jetzt aktualisieren könnt? That you haven't even considered yet. Die ihr euch jetzt noch nicht mal vorstellen konntet. So anything that doesn't allow you to be, know, perceive, receive, and have the awareness, we destroy and create it. Yes. Alles, was euch es nicht erlaubt, das wahrzunehmen, zu sein, zu empfangen und zu wissen, können wir das jetzt bitte zerstören und umkreieren. Ja. Right, wrong, good and bad, pon, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Well, thank you so much. I'll see you guys. Danke euch allen. Wir sehen uns bald. Thank you. Thank you. Danke. Dankeschön für alle. Bye, you guys. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Tschüss. Mm.